Willkommen zurück zu Teil 2 unserer Mekong Delta Tour. Im ersten Teil haben wir euch mit zur Kokos- und Bienenfarm mitgenommen. Genau da geht unsere Tour weiter. Wir hatten ehrlich gesagt keine Ahnung, was uns an diesem Stopp noch alles erwartet. Und genau da wurde es richtig interessant. Also, los geht's! Wir dachten eigentlich, wir hätten schon alles gesehen, aber genau da lagen wir falsch. Ein paar Schritte weiter und wir waren plötzlich in einen Bereich gestoßen, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Oh ja. Boah, schau mal, wie viele Behälter hier stehen. Ich habe zuerst gar nicht gecheckt, dass da überall Schlangen drin sind. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Erst beim zweiten Mal hinschauen haben wir gemerkt, das sind alle Schlangen drin. Nicht nur eins oder zwei, der große Raum war voll mit diesen Behältern. Je weiter wir gelaufen sind, desto mehr haben wir entdeckt. Teilweise lagen sogar Kobras drin. Und in manchen Behältern sogar Skorpione. Sowas haben wir ehrlich gesagt noch nie gesehen. Am Anfang wussten wir ehrlich gesagt gar nicht genau, was wir da anschauen, bis uns der Guide uns alles erklärt hat. Das erste, was ich unseren Guide gefragt habe, war, ob die Schlangen eigentlich lebendig in den Alkohol kommen. Er hat uns dann erklärt, dass die Schlangen zuerst getötet werden. Und ganz wichtig, bei Kobras, die giftig sind, werden zuerst das Gift rausgenommen. Erst danach kommen sie zusammen mit starkem Reisalkohol in die großen Behältern. Je nach Hersteller bleibt der Schlangenschnaps für mehrere Monate oder sogar für Jahre stehen. Manche geben zusätzlich noch Heilkräuter, Wurzeln oder sogar Skorpione dazu. Darum sah eigentlich jede Flasche unterschiedlich aus. Was uns ehrlich überrascht hat, wir dachten zuerst, es wäre nur für Touristen. Unser Guide meinte dann aber, dass viele Einheimische den tatsächlich trinken. Da waren wir wirklich erstaunt. Wusstest du, dass im Schlangenschnaps hier traditionell verschiedene Wirkungen nachgesagt wird? Viele trinken ihn für mehr Energie. Andere glauben, dass er gut für die Durchblutung ist. Außerdem soll er bei Gelenkschmerzen und Rheuma helfen. Viele verbinden ihn auch mit mehr Vitalität. Und ja, auch die Potenz wurde uns genannt. Ob das stimmt, wissen wir natürlich nicht, aber laut Tradition ja. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Habt ihr das gewusst? Falls ihr euch jetzt fragt, ob wir ihn probiert haben, Nein, das war wirklich nichts für uns. und wisst ihr warum? Zum Teil hat es richtig krass gerochen. Stark nach Alkohol. Teilweise roch es aber auch etwas süßlich, aber nein, danke. Aber wenn ich jetzt 100 Franken geben würde, würdest du den Schlangenschnaps probieren? Nein, definitiv nicht. Ich hätte es für 10 gemacht. Mit Skorpion drin? Ja, Boah. für die Potenz. Jetzt interessiert uns eure Meinung. Würdet ihr diesen Schlangenschnaps probieren oder wäre es nichts für euch? Schreibt's mal unten in die Kommentare, es würde uns echt interessieren. Oh mein Gott. Jetzt mal genug von den ganzen Schlangenschnaps, dies, das, Ananas. Für uns ging die Tour auf diesem Gelände weiter und zwar zur Schokoladenfabrik. Und genau dort schauen wir jetzt vorbei. Bevor wir zur Schokoladenfabrik gekommen sind, haben wir noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Direkt neben dem Weg wurde traditionelle vietnamesische Musik gespielt. Unser Guide hat uns erklärt, dass diese Musik Kalung heißt und in Vietnam schon seit vielen Generationen bekannt ist. Während wir kurz zugehört haben, musste ich ihm eine einfache Frage stellen und zwar: Do you like the music? Er hat mich kurz angeschaut, gelächelt und einfach nur gesagt: No. Da mussten wir beide sofort lachen. Dann hat er noch gesagt: My mom and your mom, they like it. Our generation, no. Und ihr wisst jetzt Bescheid, warum, oder? Dass Kalung nicht unsere Generation Musik ist. Das fanden wir irgendwie sympathisch. Ja, und wie? Egal, wo man auf der Welt ist, am Ende denken die jüngere Generation genau das Gleiche oder ähnlich. Ja, ist echt so. Direkt daneben saß eine ältere Dame und hat Bancang komplett von Hand hergestellt.
Es sah ehrlich gesagt viel einfacher aus, als es wahrscheinlich ist. Und dann hat sie den flüssigen Teig ganz vorsichtig auf dem heißen Topf verteilt. Danach kam ein Bambusdeckel darüber und nur wenige Sekunden später war das Ganze schon fertig. Natürlich durften wir ein Stück probieren. Und ganz ehrlich, pur schmeckt das eigentlich nach fast gar nichts. Ja, das finde ich auch. Da fehlte noch eine Gmam dazu. So Ja. eine Fischsoße. Ein paar Schritte weiter wurde es dann aber richtig interessant. Vor uns lag eine kleine Schokoladenfabrik. Und damit hätten wir ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Schon beim Reinkommen lag überall diesen Schokoladenduft in der Luft. Allein der Geruch hat schon richtig Lust auf Schokolade gemacht. Was uns aber noch mehr überrascht hat, War, wie viel hier noch tatsächlich von Hand gemacht wird. Wir konnten fast den ganzen Herstellungsprozess anschauen. Von der Kakaobohne bis zur fertigen Schokoladentafel. vorher haben wir ehrlich gesagt nie darüber nachgedacht, wie viele Arbeitsschritte eigentlich dahinter stecken. Überall wurde gearbeitet. Die Bohnen werden verarbeitet, die Schokoladen werden gegossen, abgekühlt, aus den Formen genommen. Unkontrolliert und am Ende sorgfältig verpackt. Man hat richtig gemerkt, wie viel Arbeit in jeder einzelnen Tafel steckt. Das ist schon heftig. Ja, echt krass. Und dann kam für uns natürlich der beste Teil. Probieren. Und da gab es deutlich mehr Auswahl, als wir erwartet hätten. Oh ja. Einmal Milchschokolade, dunkle Schokolade, Kaffeeschokolade, Schokolade mit Matcha, Schokolade mit Salz und Schokolade mit Chili. Und noch einige weitere Sorten. Natürlich haben wir alle getestet. Vor allem bei einer Sorte waren wir allerdings ziemlich skeptisch. Schreibt's kurz unten in die Kommentare rein, welche. 3, 2, 1. Chili! Ich war eigentlich sicher, dass das überhaupt nicht zusammenpasst. Aber genau deshalb musste ich sie natürlich probieren. Und ganz ehrlich, damit hätten wir gar nicht gerechnet. Zuerst schmeckt sie ganz normal nach Schokolade und nach ein paar Sekunden später nur so ganz leicht eine Schärfe. Überhaupt nicht unangenehm, sondern richtig gut. Ausgerechnet die Sorte, bei der wir am meisten gezweifelt haben, ob sie gut schmeckt, war fast die beste. Ja, Mann, die war eine der besten Schokolade. Am Ende gab es eigentlich keine Sorte, bei der wir gesagt hätten, die würden wir nicht noch einmal essen. Natürlich konnten wir die Schokoladenfabrik nicht verlassen, ohne etwas mitzunehmen. Am Ende sind 3 Tafeln oder 4 Tafeln in unserem Rucksack gelandet. Eine Chili-Schokolade, eine Salzschokolade und eine dunkle Schokolade. Genau die 3 haben uns am besten gefallen. Das Verrückteste kam allerdings erst später. Die Schokolade lag den ganzen Tag bei uns im Rucksack bei über 30 Grad. Teilweise sogar in der prallen Sonne. Wir waren eigentlich schon darauf eingestellt, dass am Abend alles verschmolzen sein würde. Aber genau das ist nicht passiert. Die Tafeln sahen fast noch genauso aus wie beim Kauf. Damit hätten wir ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Nach der ganzen Schokolade hatten wir dann aber langsam wieder Lust auf etwas Richtiges zu essen. Zum Glück ging unsere Tour direkt mit dem Mittagessen weiter.
Nach dem Mittagessen ging unsere Tour direkt weiter. Diesmal allerdings nicht mit dem Boot. Vor dem Restaurant wartete schon ein kleines Tuk-Tuk auf uns. Damit ging es ungefähr 10 Minuten quer durchs Dorf. Während der Fahrt konnten wir das ganz normale Leben im Mekong-Delta beobachten. Wir sind an kleinen Häusern vorbeigefahren, an Palmen, Einheimischen und an Friedhöfen sind wir vorbeigefahren. Das sah für uns sehr speziell aus. Und wie? Und irgendwie hatte man das Gefühl, dass hier alles ein bisschen langsamer läuft. Alle waren entspannt, keiner hatte es eilig. Allein die Fahrt hat schon richtig Spaß gemacht. Oh ja. Ein paar Minuten später sind wir am nächsten Stopp angekommen. Dort wartete schon ein kleines Holzboot auf uns. Als wir das Boot gesehen haben, mussten wir erst einmal lachen. Ich habe mich nur noch gefragt, passen wir da wirklich alle rein? Ich habe genau das Gleiche gedacht. Am Ende hat es aber natürlich problemlos funktioniert. Mit uns im Boot waren nur der Guide, die Frau, die das Boot gerudert hat, und wir beide. Wir kannten den Mekong-Delta eigentlich nur von Bildern und Social Media. Jetzt saßen wir plötzlich selbst mittendrin. Und schon nach den ersten Metern wurde es komplett ruhig. Man hat nur noch Wasser gehört, das Paddeln, ab und zu ein paar Vögel und sonst eigentlich nichts. Links und rechts waren nur Palmen, Bäume und dieser kleine Kanal. Teilweise konnte man die Blätter sogar mit der Hand berühren. Genau das hat diese Bootsfahrt so besonders gemacht. Es war überhaupt nicht laut, nicht hektisch, sondern einfach unglaublich friedlich. Für ein paar Minuten vergisst man komplett die Zeit. Und genau das hat uns an diesem Moment so gefallen. Man kommt einfach runter. Auf Social Media sieht man diese Bootfahrt ständig, aber selbst dort zu sitzen ist noch einmal etwas ganz anderes. Man spürt die Ruhe, die Natur und bekommt einen kleinen Einblick, wie das Leben hier eigentlich abläuft. Genau solche Momente mögen wir auf Reisen. Nicht, weil irgendetwas Spektakuläres passiert, sondern weil man Orte einmal ganz anders erlebt. Nicht nur durch einen Bildschirm, sondern mittendrin. Und genau deshalb wird uns diese Bootsfahrt wahrscheinlich noch lange in Erinnerung bleiben. Nach ungefähr 10 bis 15 Minuten war die Bootstour leider auch schon wieder vorbei. Wir sind ausgestiegen, anschließend haben wir uns ein Grab zurück zum Hotel bestellt und damit war unsere Tour durch Benche auch schon zu Ende. Rückblickend war das wirklich einer der schönsten Tage, die wir bisher in Vietnam erleben durften. Wir haben unglaublich viel gesehen, viel Neues kennengelernt und vor allem einen Einblick bekommen, den man als Tourist sonst wahrscheinlich normalerweise nicht so schnell erlebt. Falls ihr irgendwann einmal im Mekong-Delta unterwegs seid, können wir euch so eine Tour wirklich empfehlen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link, wo ihr die Tour buchen könnt. Für uns hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Schreib Delta unten in die Kommentare rein, wenn du dieses Video bisher hingeschaut hast. Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr von uns verpasst. Und denk dran, lass ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video.